Moin, hallo, mein Name ist Endenburg und heute geht es um das kommende MMORPG Scars of Honor. Das Ganze wird wieder ein etwas anderes Video, wie auch schon das letzte. Keine Sorge, bald kommen auch wieder die klassischen Ersteindrücke und Reviews. Denn es gab ein Entwickler-Livestream vom Team rund um Scars of Honor. Das ist so ein kleines bulgarisches Studio, wie ich finde, ein sehr sympathisches. Die haben bei dem Stream so ein bisschen gecosplayt und ein bisschen geroleplayt, das fand ich sehr cool und haben ein bisschen darüber geredet, welche Fortschritte sie gemacht haben mit dem Spiel, was da inhaltlich drinstecken soll, welche Überarbeitungen es gab und ich habe eine Reaction auf Twitch dazu gemacht im Rahmen eines Placements und dachte mir, ich lade das euch jetzt nochmal hier hoch, damit ihr quasi die inhaltlichen Stationen mitkriegt, meine Reaktionen darauf mitkriegt und ein bisschen Gefühl dafür kriegt, ob das eventuell eines dieser MMORPGs sein könnte, auf das ihr euch freuen könntet und das ihr im Auge haben wollt. Es ist jetzt, wie gesagt, das Stück von Twitch, die Reaction am Stück. Guckt euch die gerne an, wenn ihr wollt. Könnt auch ein bisschen als Zweitmonitor-Content laufen lassen. Ich packe euch auch noch mal einmal einen Link zu dem Game in die Beschreibung, wenn ihr euch danach noch ein bisschen mehr durchlesen wollt. Und dann wünsche ich euch erstmal ganz viel Spaß mit meiner Reaction auf die Zukunftspläne und den aktuellen Stand von Scars of Honor. Viel Spaß! Hi everyone, I'm here to give you an update on Ist natürlich what our teams have been voraufgezeichnet. working on. We've been busy since the last update and have made a lot of exciting Deshalb können Sie da progress jetzt nicht in drauf different eingehen. areas of the game. Some areas have been modified from how they were before and others fully reworked. We redesigned the characters to achieve a consistent style and a more contemporary look while preserving the essence of Scars of Honor. Each race in the game now feels more connected to the lore of this game. The revised style blends modern technical approaches with familiar elements from classic MMORPGs. We've also given our armor sets and armor system a full rework, allowing us to create more varied gear and offer deeper customization for players. Armors Ich glaube, by the way, strongly connected to die haben wirklich Technikprobleme, weil ich bin mir relativ sicher, das Gameplay, was ihr gerade gesehen habt, was ein bisschen geleckt habt, sollte eigentlich nicht laggen. Also ich glaube, die haben irgendwie gerade Internetprobleme scheinbar. Creatures and NPCs have Hoffentlich also been fixt reworked das to sich fit gleich. the new style and have also received new set of animations and VFX. Our environments have been rethemed, had their layouts adjusted, and more subzones have been added for the player to explore. On the technical side, we've improved the shaders we use for our characters and NPCs. Now they better reflect the materials used on, such as skin and metal, while maintaining the overall stylization of the characters and the world. Skyboxes and fog have also been improved to make our environments more immersive and exciting to explore. Later in this presentation, you'll hear more about these improvements in detail. You'll also see some examples of how the game used to look and how it has evolved. We are pushing ahead towards our next release and still have many things to get done for you. We are excited to keep sharing our progress with you all. Let's take a look at how the world of Aragon has evolved. Ganze muss man immer noch dazu sagen, ist eben noch Work in Progress, ne? Also, ist so ein bisschen, ich weiß nicht, wann sie auf Steam releasen wollen, aber auf jeden Fall werden sie nicht full releasen, sondern wird immer noch irgendwie eine Art von Early Access sein. Alter, das sind aber sehr kantige Charaktermodelle. Holy shit. Warum sind die so kantig? Also sehr muskulös an der Stelle. Okay. Ich hoffe, wir sehen ein bisschen mehr vom neuen Gameplay heute. Honestly, I cannot wait to get my hands on the new character creation. I am guilty of putting hours in that part alone. And I'm pretty sure that my friends will hate me for spending so much time on making my avatar. But hey, das sah aber nicht nach Optionen aus, womit man Stunden verbringen kann, ehrlicherweise. Aber vielleicht war es auch das alte. Now that we have seen the visual overhaul of the races, let's review the improvements we've made on the classes and overall. Schade, ich dachte, es ist dieser Combat. Es muss gutes Combat haben. Also spaßiges Combat, das wäre so viel wert. Hoffentlich ist es gut geworden. Creative Director on Scars of Honor.
When we talk about your hero's journey, progression is at the heart of it. It defines how your character grows, how your playstyle evolves, and how you leave your mark on the world of Aragon. To support that vision, we've rebuilt the entire quest system from the ground up. Each quest now comes with its own mechanics. Scheint Bulgaren zu sein. Ja, kann sein, dass Bulgaren sind, ja. Bulgaren, okay. The moment you step into it. Bulgarische Entwickler. For today's showcase, we are taking a closer look at four of them. The Tatsächlich. Druid, Mage, Ranger, and Paladin. And in the clips ahead, you see how your choices shape the experience. From the quests you begin with, to the scars you earn along the way, to the talents you unlock. Let's take a look. Hello everyone, I'm Alexander Filipov, the design Die ziehen das auch durch, ne? Mit dem Our talent system is built around flexibility, experimentation and replayability. Warum erinnert mich dieser Pfad an Parawexal? It's a way to shape who your character becomes. Das sieht ein bisschen sehr komplex aus tatsächlich. They augment your spells, fast wie beim RPG. How your skills RPG. behave and reshape the way your class plays. Okay. You can commit fully to a specialization, or you can break the mold and create hybrids that blend multiple paths. Okay, also sehr viel Freiheit. Das ist ganz cool tatsächlich für ein MMO. Others completely redefine how you approach Klingt auf jeden Fall nach sehr viel Individualisierbarkeit, das mag ich immer. Your build starts to feel personal, a reflection of your decision, your style and your identity. It's more than stats, they're spell segmentation too. No two builds are the same. So let's talk in depth. And for that, we will dive into the mage class. Let's say you follow the wizard path, focusing on burning magic and raw power. One of your signature spell is the Phoenix Blast. It's devastating circle area. Warum erinnert mich das an das Ghostcrawler MMO gerade? You can evolve it in very different directions. One mode lets Phoenix Strike to melt enemy resistant and ignite them, making them more susceptible to other fire attacks. Another make the spell stop being a circle hit area, but a flying phoenix to rise from the sky and burn everyone from you. Dass du so viele verschiedene Möglichkeiten hast, den Skill zu individualisieren. And if this is not enough, you can also remove the cast time of the spell, making it an instant attack that decimates the battlefield. Das ist ehrlicherweise noch das Langweiligste. Ability that have a plenty of other evolutions. Just be careful if you choose to fully max out one combat move. You intentionally give up on another powerful traits. Each class has around 300 unique talents, and even at max level, you only unlock a portion of the tree. So your decision really define your playstyle. Also du hast nicht genug Punkte für alles. Das muss auch so sein, finde ich. Das ist schon gut so. Paladin is the frontline defender of Scars of Honor, the heart of every battle. This class is built around protecting your team, controlling the fight, and standing your ground when everything gets chaotic. One of the biggest additions is our new shield mechanic. It allows the Paladin to actively block all incoming projectiles, creating real defensive moments your team can play around. And with a mix of revamped abilities and brand new skills, the class now feels more dynamic, more tactical and more rewarding to master. The Paladin really miesen FPS. Ich hoffe, by the way, dass das etwas ist, was den Realitäten geschuldet ist, quasi. Ich glaube, das kommt jetzt geil, wenn es mit 60 FPS läuft und nicht so, wie wir es da gerade sehen. Watch how the Paladin holds the line. Reintroducing the Paladin, formerly known Vor allem dafür, dass es noch Work in Progress. Also ich glaube, das ist ein Combat, mit dem ich Spaß haben kann, aber halt nicht mit 15 FPS. As a tank, damage dealer, support, or anything in between. This beast has a devastating auto attack, and the leap of judgment makes an impact enemies won't Den Sprung finden die geil. Paladin by default doesn't just come with great offense. There's also defensive skills to protect players in range. Hey, das ist bestimmt noch nice, aber das sieht ein bisschen hybridisch aus, oder? Oder sogar nach Action Combat, ehrlich gesagt. That's where the shield comes into play. The Paladin das ist ganz geil sogar. Ich hätte irgendwie gedacht, das ist Tap-Target. Whether it's the mage's spells or the ranger's arrows. Now you're less likely to be Sie brauchen noch andere Schadenzahlen, definitiv. as the shield consumes a ton of incoming damage. Aber es wird scheinbar Action Combat, das ist ja geil. The Mage, the bringer of destruction. We are truly excited about where this fan-favorite class is going. If you follow the wizard path, you will fight at range with wands channeling beams of raw elemental power, with a much smoother, faster combat flow. But if you want something more aggressive, the Battle Mage puts you on the front line
staff and sword in hand, mastering Ist jetzt die Frage, ob barriers das and defense Action oder Tap-Target while you ist. refuse to give your Oder eine foes Mischung aus even beiden. an inch. And for those who crave the unknown, you can tap into the cosmic magic itself, bending reality, controlling space, and turning the battlefield into your playground, sometimes by dropping a black hole right in the middle of a group of goblins, talking about overkill. The Mage is an aggressive caster class, able to focus on any combination of Ich consistent finde, der Mage or sieht burst geil aus, aber diese damage, 15 FPS single killen mich, target muss or ich sagen. multiple targets, thanks to its mastery over elemental Das müssen sie magic. dringend noch besser It can hinkriegen. even become a tank with Entwickler sind mir jetzt schon energy sympathisch. shields Sieht nach einer generated Mischung depending aus, on ne? Ja, dealing finde ich auch. For now, we're going to focus on the aspect of a damage dealer with heavy crowd control and area damage. Sieht aber cool aus. Also wie gesagt, As a das darf master nur of nicht the mit 15 elements, FPS the laufen, aber Mage ich glaube, has ich mag das access to Combat. a wide variety of spells that can pack a punch Es hat alles from a noch Work in medium Progress, eine range Animation with und so weiter, different das ist damage klar. types to choose from, whether it's cosmic energy, fire, ice, or lightning. This class can even conjure up a black hole that pulls nearby enemies towards its center. Alpha, enough to Alpha follow macht das up schon with einen guten another Eindruck, oder devastating Beta? spell. Ich glaube, es ist sogar noch Alpha. Kameramoves sind sehr wackelig, ja, und die 15 FPS, die sind halt ganz schlimm, muss man Is the sagen. Ranger. There is much to this class. Finde, that der really YouTube-Stream makes sieht besser you aus. play Ist das so? carefully. It has great mobility and range, and keeping that range is crucial when to der engage, Ranger. disengage, and when to chase your targets. Things can get Danke ugly dir, really Alex. quickly for the Ranger, as most other classes are tougher Dann wechseln or wir deal eben. more damage. So usually that range is crucial when to engage, disengage, and when to chase your targets. Things can get ugly really quickly for the Ranger, as most other classes are tougher Stimmt, or der deal sieht ein more bisschen damage. besser aus, ne? So True. usually trading damage is not an option. Der sieht tatsächlich The ein bisschen besser Ranger aus. is really for players that are great tacticians. This class has a lot of ways to outsmart and disable the enemy, silencing them, slowing them down, and now placing mechanical gadgets like Sieht auf jeden Fall turrets, for fertig aus als example, Ash, ist ja a new leider true. addition to Leider greatly true. complement their gameplay and make the Okay, die movement können kleine and Fallen control aufstellen. of the area Oder Armbrüste. even more impactful. Let's see how the Ranger takes Man darf nicht aim. vergessen, ist erstmal noch Work in Progress und dann halt Free-to-Play, non-Pay If to win, ne? contributing to the battlefield from afar is more of your style, look no further than the Ranger. An agile, long-distance class, focusing on staying unreachable by enemies while wearing Ja gut, them perfekt down ist auch hier die with deadly FPS, shots, traps, and gadgets. Marksmanship is what makes this class a cut above the rest, with an auto attack that can travel beyond even a mage spellcasting. Rangers will almost purely be damage dealers with various supportive utility in their arsenal to help their allies if needed. They can silence enemies from casting spells or immobilize them, buying them time for the team to retaliate. The Ranger can throw a stationary turret, which automatically shoots energy bolts, dealing damage to any enemy in its line of sight. 15 FPS scheinen dich wohl zu stören, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, Senat hat richtig. Habe ich viel verpasst? Es geht. Den Skillbaum hast du verpasst und ein paar Klassen. It is safe to say it is one of few classes capable of covering the entire Holy Trinity. Fuck, jetzt habe ich es nicht mitbekommen. Welche? Druide? Ich glaube Druide, If ne? you choose the caster route, you will find yourself manipulating the spores of the Wie land heißt die Klasse? to Caster heal or Route? inflict pain over time. If you want to try something different, you can become a leader of a pack of ferocious animals, giving commands and throwing yourself Also eine into melee combat, Natur-Tierklasse. killing your enemies limb by limb. And of course, no druid will be complete Druide, without okay, their legendary Druide. shapeshift transformation that let you Lol, become what the fuck is towering das? beasts and primal monstrosities, each unleashing its own ferocious powers, dominate the battlefield. Es macht Let's keinen see the schlechten druid Eindruck für look and feel in action. ein Ding in Entwicklung, finde ich. Our Ich glaube, das current könnte mir vision of legit the gefallen. Druid is all about versatility. This class is able to fulfill any role and become Also any wenn's nicht mit combination 15 of FPS hybrid läuft. between many paths, whether tanking Falls ich schon or mal erwähnt hab. DPS. But as of now, we're taking a look at the healing and support aspects. The Druid's class mechanics are spores. When they're applied to enemies, they are harmful, dealing damage over time. However, Das ist jetzt it's the wohlgemerkt alles nur opposite when PvP, cast ne? at allies. Die zeigen die ganze Zeit They nur are PvP. restorative. Wird auch viel and heal the PvE geben in dem targeted Game. Da player werden wir bestimmt instead. gleich drüber Both reden. effects are proportional to the number of stacks supplied.
most of the spells apply this effect. For example, the Druid's basic attack is a 3-hit combo that deals damage and applies 1 stack of spores to enemies. This spell can also heal when it's cast at friendlies. As a Druid caster, you can keep enemies at bay or protect teammates running Druide low sieht nach on einem health. nicen Spielstil aus. Another great ability, the Druid's Shapeshifting. Oh ja. The class can transform into a dangerous creature with its own set of brutal attacks and can strike fear into enemies. Ist es nur dieses Mannbärschwein, wie Svensson es genannt hat, zu Recht genannt hat? Ich glaube ja, ne? Mehr Formen haben wir nicht Scars are gesehen, one leider. of the most defining progression systems in Scars of Honor. They are not just upgrades or passive perks. They are marks was of kommt your jetzt? journey. Each scar is earned through real milestones, major victories, key discoveries, and moments that let you shape your hero's story in Aragon. And once you unlock a scar, it doesn't just make you stronger, it changes how you play. Scars let you push your quest identity further, open new build paths, and create a character that feels truly yours. They are designed to make progression personal, meaningful, and Open deeply World oder tied was? to your achievements. Oder ist es ein Modus? Scars are the defining traits of your character, the very proof of the goals you've achieved. They are a group of bonuses and spell modifications applied to the player's character. They represent the milestones of your journey, whether it's leveling up or overcoming a challenge like defeating a boss. Also wie ein An Skillbaum? achievement is rewarded accordingly, taking your character to the next level. Aber man kann die Scars are rerollen, separated in scar glaub ich, groups oder? of 2 Ja. to 4, where only 1 scar can be active at a Ja, time. du kannst die in a given rerollen, group. okay. You're presented with enough options to tailor to your playstyle. Okay, das ist wie ein The weiterer active scar Skillbaum from an sozusagen. unlocked group can be Okay. changed by spending currency or using a consumable item. These talent trees are such a sight to behold. I'm already calling dibs on playing the druid. But what is Scars of Honor with no scars? Well, it ain't, because each and every scar tells a story of epic battles, ist by the way eine adventurous komische dungeons, Bezeichnung, evil dass das diese spirits, Narben and so sind. much more. Let's see Dabei sind's how einfach we nur will be putting Skill-Effekte, those skills to the test in both our PvP and PvE, shall we? Starting up with dungeons presented by Oh ja, Vanilla jetzt wird spannend. Jetzt wird spannend. Jetzt kommt der spannende Teil. Denn wie gesagt, es ist ja ein Dungeons are where Theme-Park-Game. Scars of Honor becomes true cooperative adventure. They are not just combat spaces, they are war-rich trials built to test how well you fight, adapt, and survive together. Every dungeon is a place with a history, purpose, and danger engraved into the gameplay. And something important about our approach. Dungeons in Scars of Honor will always evolve. We are building them as living challenges. Each run can shift through different encounter das ist natürlich mechanics spannend. and roguelike elements. The Quasi goal is that endless even dungeons. after your 50th or 100th run, this specific dungeon still Also quasi feels Katakomben new, sozusagen. tense, unpredictable, and worth mastering. Today, we are stepping into the first major dungeon, the Crypt of the Fallen. This place was once a sacred burial vault for an ancient order that defended Aragon in the earliest wars. When the order fell, the crypt was sealed to protect the world from what lingered inside. But time didn't silence it, it corrupted it. What waits below is not just the dead, it's the remains of a wall that refused to end. You see a big leap in atmosphere and visual fidelity, but also huge increase in variety, new obstacles, enemy types and mechanics that demand real awareness. And deep within, a boss encounter that pushes your coordination to the limit. Ich glaub, ganz ehrlich, ich glaube, ich habe da ein bisschen Bock drauf. Awareness and courage. Let's step into the depths. Ich glaube, ich habe da ein bisschen Bock drauf, ehrlich gesagt. Introducing the Wenn's Crypt gut of the läuft. Fallen, the first dungeon of Scars of Honor. Very few warriors dared to enter it, and those who did never came back. Whether alone It's or with Tom. the party, Tom you'll ist have da. to pick your poison as you choose between rooms full of different Erinnert mich challenges. ein bisschen an Wayfinder. They Ja, are es ist sehr viel Verschiedenes procedurally drin. generated, Wayfinder, Albion und so meaning weiter. that the layout of the Fellowship. dungeon will always be different every time you enter alone or with a Ich mag- party. ich mag den A Style sehr gern. variety of precious treasures to loot, puzzles to solve, traps to evade, and enemies to encounter await. Legends say that danger in all of its forms lurks in the depths. Hafenmengel, danke dir. Enemies of different types and sizes seek their next Die auch. prey, and amongst them, you might face venomous scorpions and bloodthirsty gorejaws. However, viel Spaß in New York, overcoming Hafenmengel. these Vielen, vielen Dank. obstacles is simply a trial before the ultimate challenge, the showdown against the terrifying Spider Queen,
Once the dungeon is finally completed, you can try it again, because nothing you've learned from the past one will help you find your way or stay alive in the next, more challenging one. Okay, also mit anderen Worten, die haben einen Endboss, aber dann, die sind quasi replayable, weil die sich ändern. Nur der Endboss ist gleich. Let's talk about PvP, our bread and butter. We are putting a lot of work into making PvP feel fair, competitive and rewarding. Okay. And today we are showing two modes defining that direction, Talon's Ring and Morning Pass. Talon's Ring is our arena experience. It's fast and forgiving and built around pure skill. You will fight into three-sided matches where positioning, timing and quick decision matters every second. Step into the ring expecting chaos. Step in ready to prove something because only the strongest will walk out remembered. We are also supporting different arena formats like 1 versus 1 versus 1 and 2 versus 2 versus 2. Holy shit, wie geil ist das denn? Class-based mirror fights. 1 versus 1 versus 1. So if you want to settle things without excuses, this is where you do it. It's not about the class, it's about how you play it. And alongside arenas, Morning Pass is our battleground. This mode is all about coordinated warfare. A 5 versus 5 clash inside an ancient fortress shaped by centuries of conflict. To keep matches fair, level and gear advantages are disabled. Instead, you fight to control using what you earn inside the match, looting temporary champions gear, securing soul jars, and pushing your team to victory. Here is the glimpse of the action. In 2024, we unveiled the Morning Pass, the first battleground of Scars of Honor, where players had equal gear and fought in intense battles where those with superior skills and teamwork prevailed. The feedback we've received from both our action-packed playtest and our appearance at Brazil Game Show in October of last year has been incredible, and we are implementing the mode with the big improvements we've made for the better part of 2025. Ich finde, man sieht tatsächlich krass den Unterschied beim Gameplay, bei dem alten Gameplay gerade. Introducing Talon's Ring, verglichen mit dem jetzt hier, dem modernen. PvP Arena Mode in Scars of Honor. Here, players haben, glaube ich, echt Progress gemacht. Das sieht so viel besser aus, das hier, als das, was wir gerade gesehen haben, als das alte. You can go one-on-one mirror against the fighter of the same class, or mixed one-on-one-on-one, or prove you're a better duo in a 2v2 or 2v2v2 situation. The rules of engagement are simple. Eliminate the enemy within a 5-minute time limit. There is no room for error in the arena, as you have only one round to win the fight. Show you're the best at your class, or display PvP dominance as a duo in this highly competitive experience. I want to share something we've been excited about for a very long time. And it's especially for those of you who want the highest stakes Aragon can offer. We are officially bringing hardcore servers to Scars of Honor. Hardcore is a separate realm built for players who love both PvE and PvP at their most intense. And it's not just the same game, but harder. The entire experience is tuned around risk, consequence and mastery. Das ist ja geil. The server Direkt zum is for Start players sogar schon. who want their Crazy. victories to feel earned, their scars to feel legendary, and every step into danger to mean something. Das ist cool. So, sharpen your blades. Optionaler Hard-Mode direkt zum Start oder Hardcore-Mode ist nice. Bin gespannt, ob das klappt bei dem Game. Weil das Game muss auch so ein bisschen gemacht sein dafür, aber the best thing ist eine coole about Idee. our MMORPG is bringing the different player types together. And me personally, being more of the competitive type, I am loving the PvP aspect of it. But the game is not only about that. It's also about the world you live in. Ich wollte gerade sagen, wir haben wenig Welt-Content bis jetzt gesehen. Wir haben Instanzen gesehen und PvP. Amazing open world. Ja, das wird Zeit, davon mal ein bisschen mehr zu sehen, definitiv. Hello everyone, it's me again. Let's Die haben dive sich deeper für into the ein improvements we've bulgarisches made. Indie-Studio, die sich viel Mühe gegeben mit dem Ding, muss man ehrlich sagen. First, Finde ich gut. we are upgrading all of our environment textures. We're making new materials and polishing our shaders in order to make them look sharper, way more alive, while still maintaining the classic Scars of Honor charm. At the same time, we're bringing Iron Guard to life. Our procedural tools enable us to quickly build massive forests, fields and mountains. But what about the cities and villages, you might ask? Well, those we craft by hand.
piece by piece to make every location unique and instantly recognizable. One of Sind my aber immer favorite dieselben areas we've Schauplätze, die been man working sieht, on is muss on man those sagen. fall, Wahrscheinlich die, a die am battlefield fertigsten where sind. humans and undead have clashed for ages. The undead influence twists the land in some really Wie gesagt, cool man darf nicht ways, vergessen, das ist and ein especially bulgarisches the Indie-Studio. Ich flora. finde, das ist echt cool, Enough wie die es talking. präsentieren. Let's jump into on those fall. Und es ist, wie gesagt, natürlich auch noch alles Work in Progress, ne? Mal gucken, wie gerade am Ende die Performance und so weiter wird. Das wird so wichtig. Man muss schon sagen, sie haben ein paar gute Ansätze. Ja, finde ich tatsächlich auch, Breakdown. Gerade den Dungeon-Ansatz finde ich echt geil. Und dass es gebalancedes PvP gibt, finde ich auch geil. Mama Trigata, grüß dich. From the beginning, we wanted quests to feel more immersive. Oh, jetzt bin ich gespannt. Giving you real agency, meaningful decisions, Jetzt bin ich gespannt. and more than one way to solve the problems in front of you. Your choices aren't just flavor. They shape the outcomes, change how quests unfold, and can affect the world of Aragon. We are getting closer to that vision, and with your help, we will keep pushing it further towards deeper, more fantastical, narrative-driven questing. But be careful. Okay. Not every citizen will welcome you with Klingt fast open schon arms. zu ambitioniert, ehrlich Some gesagt. may even refuse to speak with you if your past choices have impacted their lives in a negative way. Es The klingt world sehr ambitioniert. reacts and it remembers. Die Welt reagiert auf meine Entscheidung. Das ist extrem ambitioniert für ein Indie-Studio. Bin ich gespannt, ob die das hinkriegen. Die Idee ist natürlich geil, aber das ist, glaube ich, ziemlich schwer, das gut hinzukriegen. So ein bisschen wie hieß dieses System bei den Herr der Ringe-Spielen? Nemesis-System, ne? So ein bisschen in diese Richtung. Hast Entscheidungen und die Welt reagiert darauf, wie du dich beim letzten Mal bei der Quest entschieden In hast. Scars of Honor, we wanted gathering and crafting to play an important role. To some extent, we can say we are even close to some survival titles in that regard. Starting with gathering, we wanted to extend the gameplay, so we went for the minigame approach. Okay. Different gathering Ja, warum activities like mining, wood cutting, and fishing, which are already in the game, have their unique minigames. Ja gut, das ist immer das require Gleiche. timing, precision, immer das and Gleiche. reflexes. In the meantime, we tried jetzt. to make each of those Aber vielleicht games kriegen sie es ja noch ein bisschen represent ausdifferenziert. the actual activity, Finde ich aber nicht schlecht, das mit dem conceptual, Minigame zu to be more kombinieren. immersive experience. The same concept is used in crafting. We have blacksmithing for equipment, alchemy, and cooking for food and potions. Of course, more crafting and gathering is planned for the future. Auch wieder mit We want Minigame, being lol. well prepared to be of high importance in the game. Not just the gear that you're wearing. Things like what food you've eaten and what potion set you've put in your belt might often make a decisive difference in a battle. Here is a look at gathering and crafting in motion. Some of the best items in the game are those you can craft. We've made gathering the materials an engaging experience by introducing minigames that fit the activity, such as mining, woodcutting, and fishing. Once we've obtained enough resources, we can try to create our desired item. Much like gathering, we've taken a similar approach to crafting interactions by incorporating various minigames for the different crafts, starting with blacksmithing. When engaging with the crafting station, we are presented with various items to create, including weapons, armor, and other items like a cauldron for cooking. We can filter out the recipes we don't have enough materials for at the moment. Now that we've selected our item, we'll proceed to craft it by playing a timing-based minigame. The results have different outcomes. If you fail, you just waste part of the materials. Succeeding will deliver the item you wanted. An excellent performance will provide you an improved version with additional bonuses to its stats. As you can see, we filled out the bonus part of the bar, which increased the item's rarity and gave it an additional rating. And now, onto cooking, where we can make food from gathered fruits, meats, and more, which provides effects on players' stats for a duration of time. Just like blacksmithing, for convenience we can filter out recipes we don't have ingredients for. The cauldron needs wood as a fuel.
The minigame for this one is a memory game requiring you to use the ingredients in the recipe in the correct order and with the correct heat level, which you can control by adding the right amount of wood and timing. With alchemy, you'll be able to craft potions by using resources gathered by herbalism that can provide vital bonuses like health and mana recovery, protection or negation of negative effects, and boosts of character abilities. Its functionality has a lot in common with cooking, requiring wood for fuel and sharing the same minigame. Vielleicht gegen Autofahren-Bots. Ja, dabei hilft es sicherlich auch, ja. Kann auf Dauer nervig werden. Ist ein bisschen die Frage, ne? Ich glaube, da gibt es so Typen. Ich bin auch jemand, ich mochte das bei Fortnite ganz gerne, immer diesen Kreis zu treffen beim Baumfällen und so. Kann aber natürlich auch vielen Leuten nicht gefallen. Klar, auf jeden Fall. Ist, glaube ich, sehr eine Typfrage. Vielleicht auch noch was wir noch überarbeiten. Vielleicht gibt es dann einen optionalen Modus, wo du das standardisieren kannst und dann den du manuell machen kannst für einen besseren Outcome oder so. SEHR ist noch sehr hard work in progress, muss man dazu sagen. Also die sind jetzt nicht kurz vor Release. Wie man, glaube ich, auch ganz gut sieht. Let's take a look as Alex explains the changes we've made so far. Your journey deserves an interface worthy of the adventure. Die sind aber trotzdem weiter als Ashes. Ja, die sind auch weiter als Ashes. Das ist richtig. Leider ist das wahr. More functional and far more immersive. Aber Ashes ist auch wesentlich ambitionierter, zu deren Verteidigung. The action bar is rebuilt for faster recognition and smoother combat flow. Potion slots are cleaner, sieht alles relativ more visible Standard aus, ehrlich gesagt. To manage when things get chaotic. And the overall layout is streamlined to give you the right information without the clutter. Die Map sieht schön aus. No distraction, no noise, just an interface that supports your decision while ich hoffe, das wird individualisierbar sein, das Interface. Das wäre ein wichtiger Call. Our character team has been pushing the look and feel of Scars of Honor to a So whole was sehe ich new eher in level. Zelda-Games und im MMO kann es halt sehr schnell nervig werden. Wie gesagt, wenn es sehr viel Feedback gibt, dass die Leute das nicht mögen, denke ich und hoffe ich mal, dass sie das auch entsprechend anpassen. Ich hätte da jetzt, glaube ich, nicht mal was gegen, aber klar, wenn die Leute das nicht feiern, so, dann müssen sie es rausnehmen, auf jeden Fall. Every hero you play or enemy you face is built to tell a story the moment you see them. We've also improved how our models are built and rendered in-game. This means more detail, more personality, and a stronger connection to the lore in every piece of armor, every weapon, and every creature animation. At the end of the day, we want your journey to feel meaningful. Not just power progression, but in how your character grows visually as you experience the world. We are incredibly excited to show you what's coming in next. Jetzt bin ich sehr gespannt. Jetzt geht es, glaube ich, um die Roadmap. Vielleicht auch so ein bisschen sogar mit schon Zeitfenstern, konkreteren. Okay, das ist jetzt nochmal Footage, was wir schon gesehen haben. Aber man kann sich ja nochmal angucken. Ein bisschen zu ambitioniert zum Start. Die sind schon relativ ambitioniert, ja. Doch, das überrascht mich auch. So gerade so Dinge wie der optionale Hard-Mode zu Beginn ist crazy. Oder die Welt, die auf dich reagiert, ist schon... Ich finde, das neue Kommendes ist echt gut geworden. So, das sieht echt aus, wie das, was mir gefallen kann. This way, you will have talent points, spells and scars to see also ist relativ ambitioniert, das stimmt schon. Instantly. You will also create your character with 4 classes to choose from and can engage freely with the talents, discover the dungeon system, duke it out on the battlegrounds and the arena, embark on quests among all the rest of the things. This is only the beginning. We cannot wait to have you play our demo and dive into the adventure. Demo? Okay, wann kommt die denn? And see you next time.
but wait, I was about to forget. Vanillin has something very special for our hardcore MMORPG players. Okay, was kommt jetzt? Before we close, I just want to say thank you Haben wir denn to ein Datum? everyone watching, to the community that's been with us through Für die every Demo? step of this journey. Your feedback, Was ist überhaupt eine Demo bei einem your patience MMORPG, and by the your way? excitement are huge part of why Scars of Honor is keep moving forward. We've come a long way. Over the past months, we've rebuilt core systems, pushed the visual and gameplay quality forward. Also die Änderungen, wenn man weiß, wie das mal aussah, sind auf jeden Fall sehr beeindruckend, finde ich. More ambitious and much closer to the Aragon we want to live in. What you saw Aragon today heißt die Welt isn't scheinbar. a concept. It's the foundation of what you'll be playing next. And yes, there's one more surprise. Scars of Honor is coming to Steam. You can access the Ja, page cool. right now. Okay, Everything we gucken wir share gleich with mal. you today is part of the first demo that you access on Steam very soon. PvP, Very soon. PvE, Ach komm, new gib uns doch ein classes, Datum. Talents, scars, Gucken wir auf jeden Fall endless rein. dungeon, crafting. We really hope to see you there and help us to build the best version of the game. We can't wait to see you all in Aragon really soon. Thank you. Okay, also Steam-Page scheint live zu sein oder so gut wie live. Da gucken wir gleich mal drauf. Gucken, ob wir da schon ein Datum finden. Aber ich bin gespannt auf die Demo. Was ist denn eine Demo bei einem MMORPG? Ersten 10 Level oder wie darf man sich das vorstellen? Grafikstil ist nichts für mich. Grafikstil ist der typisch bunte, ne? Den muss man mögen. Ich finde den sehr nice, weil der altert immer gut. Und meine Lieblingsgames in dem Stil, so wie WoW und Warhammer und Wildstar und so. Okay, ich glaube, das war's, ne? Glaube, das war's. Ich finde es extrem ambitioniert, tatsächlich für ein Indie-MMO, was Free-to-Play, Non-Pay-to-Win ist. Von einem relativ kleinen bulgarischen Studio. Aber sind ein paar sehr interessante Dinge drin. Das Dungeon-Design fand ich sehr, sehr interessant. Also, wo du quasi jedes Mal einen Endboss hast und dann ist aber der Weg hin zu dem Boss jedes Mal anders und wird progressiv schwerer. Ich mag, dass es eine gebalancete Arena gibt. Ich mag, dass es 1 gegen 1 gibt. Ich fand die Idee mit der Welt, die auf dich reagiert, fand ich extrem ambitioniert. Dass quasi der sich merkt, der Algorithmus oder die KI oder so, welche Entscheidungen du getroffen hast im Vorfeld und dann quasi den weiteren Verlauf da anpasst. Das kriegen eigentlich die wenigsten Games gut hin. Also da bin ich super gespannt drauf. Wenn die das gut hinkriegen, ist das extrem beeindruckend. Aber ja, also wie gesagt, für ein Free-to-Play-Indie-Ding auf jeden Fall sehr, sehr interessant, wie ich finde. Ach, guck mal, Alex, vielen Dank. Development Stages, Planned, Pre-Alpha, Current Stage. Also ist Pre-Alpha sogar noch. Ich dachte, es wäre sogar schon eine etwas weitere Alpha. Das ist jetzt noch Pre-Alpha. Stresstest am 12. Ah, ne, okay, das ist das, was wir hatten, ne? Ich wollte gerade sagen. Stresstest, bla 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 bla. Ja, okay, aber. Also Release nächstes Jahr, oder was? Alpha, jetzt ist noch Alpha, dann kommt die Beta und dann Release Ende 2026. Okay. Naja, okay, muss man abwarten. Ist natürlich bei so einem Projekt auch immer noch gut möglich, dass es dann nochmal ein bisschen nach hinten verschoben wird. Aber okay, ich würde sagen, wir gucken mal eben auf die Steam-Page, die es ja angeblich schon gibt. Schauen wir mal, ob die tatsächlich schon da ist. Scars of Honor. Müsste man auch richtig schreiben. Ja, ist tatsächlich schon da, lol. Perfekt, dann kann ich es auf jeden Fall schon mal wishlisten. Könnt ihr natürlich auch tun, wenn ihr das Projekt weiter verfolgen wollt. Ist immer die beste Möglichkeit, um eine Notification zu kriegen, wie ich finde. Da sind nochmal ein paar Key-Features. Races with Story-Driven Identity. Unusual Thematic Classes. Unusual Thematic Classes. Master, Bold Archetypes like Pirate, Necromancer, Mystic, Paladin. Okay, da haben wir das vieles, glaube ich, noch Work in Progress. Wir haben ja, was wir gesehen haben, war Paladin, Krieger. Nee, Paladin, Magier, Ranger und Druide haben wir gesehen. Aber weder Pirate noch Necromancer noch Mystic. Klingt aber cool. Gab's nicht bei Terran Mystic? Der mit den Bubbles? Deep Build Freedom. Okay, Build Identities, genau, da haben wir viel von gesehen. Mit diesen Scars, also diesem, der so ein bisschen wie bei Action, wie bei Roguelites quasi, immer diese Dreierwahl oder bei den Katakomben zuletzt in Nighthaven. Und dann halt dieses Path of Exile Skill-Tree-Ding, was crazy war. Skill First Reactive Combat, genau, das war so ein bisschen so dieses Hybridige, ne? Wo Alex, glaube ich, auch meinte, das wird so hybridig, also
So eine Mischung. Combat emphasizes timing, positioning, skillful player. Aggressive, responsive animations. Clear visual telegraphs. Impactful abilities. No autopilot rotations. Klingt sehr gut.